Guten Tag. Hier sind die Nachrichten für Deutschlernende vom 19. November 2025. Klimt-Gemälde erzielt Rekordsumme. In New York ist ein Gemälde von Gustav Klimt für rund 236 Millionen Dollar versteigert worden. Das Portrait of Elizabeth Lederer ist damit das zweiteuerste Kunstwerk, das jemals bei einer Auktion verkauft wurde, und das teuerste Bild von Klimt überhaupt. Mehrere Interessenten haben etwa 20 Minuten lang um das Bild mitgeboten. Das teuerste jemals versteigerte Kunstwerk ist aber weiterhin Salvator Mundi von Leonardo da Vinci. Deutschland prüft wieder Waffenlieferungen an Israel. Die Bundesregierung will Waffenlieferungen an Israel wieder erlauben. Mehrere Monate lang gab es keine Genehmigungen, weil im Gazastreifen schwer gekämpft wurde und viele Zivilisten gestorben sind. Seit dem 10. Oktober hat es dort eine Waffenruhe gegeben. Israels Außenminister Gideon Saar hat die Entscheidung begrüßt. Die Linkspartei in Deutschland hat kritisiert, dass es im Gazastreifen trotz Waffenruhe weiter Kämpfe gibt. Sie sagt, Deutschland sollte deshalb keine Waffen an Israel liefern. Lebensmittel in Deutschland deutlich teurer geworden. In Deutschland sind die Lebensmittelpreise von Januar 2019 bis Oktober 2025 um 40% gestiegen. Die Löhne haben im gleichen Zeitraum nur etwas über 30% zugenommen. Besonders stark betroffen sind einige Produkte. Schokolade ist wegen der hohen Kakaopreise etwa 75% teurer geworden. Kaffee rund 52%. Etwas entspannter ist die Lage bei Bier und Wein. Laut Statistischem Bundesamt sind die Preise für Bier um 25% und für Wein um 17% gestiegen. Tierschützer warnen vor Todesgefahr für tausende Rinder. Tausende Rinder aus Uruguay sind auf einem Viehtransportschiff in Gefahr. Das Schiff Spiridon II ist vor 2 Monaten in Uruguay gestartet. Es wollte Rinder in die Türkei bringen. Dort hat die Türkei die Ladung nicht angenommen. In der Türkei durfte das Schiff nur kurz anlegen und etwas Futter laden. Jetzt fährt die Spiridon II offenbar wieder zurück nach Montevideo. Laut der Animal Welfare Foundation reicht das aber nicht für die lange Rückfahrt. Die Organisation befürchtet, dass viele Tiere die Reise nicht überleben werden. Das waren die Nachrichten für heute. Vielen Dank fürs Zuhören.